ich bin Janine und ich habe was getan, von dem ich schon lange gedacht habe, dass ich das irgendwann machen werde. Ich bin einfach mal ausgewandert. So, schön, dass ihr da seid. Willkommen auf meinem Kanal. Dieser Kanal dreht sich hauptsächlich um ein bisschen Reisecontent, um interkulturelle Aktionen und um mein manchmal etwas chaotisches Alltagsleben. Denn eins sei gesagt, ein Visa habe ich immer noch nicht. Das erste Video dreht sich um alles vor meiner Abreise, warum die sich ein bisschen verzögert hat, bis hin zu meiner Ankunft in China. Denn dort war ich auf eine Hochzeit eingeladen. Und ich zeige euch den Weg, den ich bis dahin erstmal gegangen bin. Wenn ihr nicht verpassen wollt, was noch so auf meiner Reise passiert, vergesst nicht, meinen Kanal schon mal zu abonnieren, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. So, und jetzt geht's los mit dem Video. Let's go! Eigentlich sollte mein erster Stopp China ungefähr Mitte Oktober losgehen. Jedoch haben wir ganz kurzfristig die Diagnose bekommen, dass meine Großmutter schwer krank war. Und dann habe ich mich natürlich dazu entschieden, die letzten Stunden noch mit ihr zu verbringen, weswegen meine Abreise sich erstmal auf unbestimmte Zeit verzögert hatte. Nach dieser Diagnose ging es natürlich weiter, aber natürlich mit nicht so einem klaren Kopf. Und es mussten auch neue Dinge erledigt werden, die eigentlich so nicht geplant waren. Zum einen musste ich unsere Katzen abgeben. Das war natürlich ein ganz, ganz schwerer Punkt, weil die hätten eigentlich bei meiner Großmutter bleiben sollen. Das ging dann einfach nicht mehr. Das Gute ist aber, dass besonders meine Nala sich direkt eingelebt hat in dem neuen Zuhause. Sie kam dort an und zack, war ihr Reich. Auch der Kater meiner Großmutter, der hat auch ein schönes neues Zuhause gefunden, hat sich auch eingelebt und ist für seine Verhältnisse sogar sehr zutraulich geworden. Von daher fällt mir da ein großer Stein vom Herzen, dass da alles reibungslos geklappt hat. Hier geht es wirklich um das Tierwohl, denn den Katzen würde es auf den Philippinen wahrscheinlich nicht viel besser gehen. Die sind beide schon älter. Ich wollte beiden nicht diesen langen Flug von 24 Stunden zumuten. Und dann natürlich noch den Klimawechsel. Hier ist es heiß, hier gibt es Insekten, die nicht ganz so super sind, wenn Katzen die fressen sollten. Deswegen habe ich an das Tierwohl gedacht und habe sie eben in gute Hände abgegeben. Aber ich bekomme regelmäßig von beiden immer noch Updates und wenn ich in Deutschland bin, kann ich die auch besuchen. Erst danach konnte ich mich dann wirklich um meine Auswanderung kümmern. Das war natürlich nicht frei von Tränen und Selbstzweifeln, aber ich bin mir sicher, dass meine Großmutter nicht gewollt hätte, dass ich wie ein Trauerklos zu Hause sitze und meinen Traum nicht weiter verfolge. Denn sie war selber eine begnadete Reisende, sie war in der halben Welt schon unterwegs, hat sich auch immer über Tagesausflüge gefreut und natürlich über jede Postkarte, die ich ihr geschickt habe und jeden Kühlschrankmagnet, den ich da mitgebracht habe. Ich habe also die letzte Zeit mit ihr noch zusammen verbringen können. Nach dieser Entscheidung habe ich mir dann einen Flug gebucht, der dann ungefähr 3-4 Tage später losging. Ich bin dann mit meinen 2 Koffern in der Straßenbahn erstmal Richtung Leipzig Hauptbahnhof gegondelt, um dort erstmal ein lecker Käffchen zu holen, weil ihr kennt mich, ohne Kaffee läuft bei mir gar nichts. Und dann ging es weiter nach Mannheim. Dort habe ich mich von meinem alten Team verabschiedet, habe mich von meiner Mutter verabschiedet, habe abends nochmal einen schönen Abend mit meinen Freunden verbracht. Wir sind abends nochmal was essen gegangen ins Brauhaus in Frankenthal.
kann ich euch, wenn ihr Schnitzel gerne mögt, sehr gut empfehlen. Wir haben noch mal ganz lange geschnackt, haben noch ein bisschen über alles Mögliche gequatscht. Und danach ging es zu einer Freundin nochmal nach Mannheim. Wir haben uns ein bisschen verschnackt. Wir sind dann irgendwann zwischen 3 und 4 Uhr morgens ins Bett. Und dann ging es am nächsten Morgen schon los zum Flughafen. Ich habe erstmal ein kleines Outfit-Check gemacht. Ich habe zum allerersten Mal Thrombosestrümpfe getragen. Also mein Fazit ist nicht so mein Fall. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass da viel geholfen hat. Aber vielleicht muss ich das auch so anfühlen. Nach der Fahrt zum Flughafen habe ich mich dann von meiner letzten Freundin verabschiedet und dann ging es auch schon los. Ich hatte mir einen Premium Economy Platz gebucht, da das fast der gleiche Preis war, als wenn ich einen normalen Flug gebucht hätte und dann ein extra Gepäck dazu gebucht hatte, da ich ja 2 Gepäckstücke hatte, weil viel habe ich nicht mehr, aber 2 Gepäckstücke sind dann schon bei rausgekommen. Am Schalter habe ich dann erfahren, dass mein Gepäck nicht durchgecheckt wird. Ich hatte der Dame schon gesagt, dass ich 1 Stunde 50 ein bisschen wenig finde zum Umsteigen. Aber sie meinte, das geht schon. Ich so, okay, gut, wenn Sie das sagen, glaube ich mal dran. Genau, und dann bin ich endlich ins Flugzeug rein und siehe da, also ich habe mich fast wie in der Business Class gefühlt, denn ich hatte die ganze Reihe 4 Sitze nur für mich und nach vorne ganz viel Beinfreiheit. Also für mich war das wie Business Class fliegen. Ich habe mich richtig ausstrecken können, habe am Anfang noch ein bisschen gearbeitet, habe noch ein bisschen gefilmt, gelesen. Irgendwann war dann mein Akku leer, da die Flugzeugsteckdose anscheinend nicht mit meinem Laptop kompatibel war. So, dann bin ich irgendwann in Shenyang angekommen und siehe da, es war nicht ganz so viel Zeit wie geplant. Wir kamen erstmal ein bisschen später an und dann musste ich noch durch die Immigration durch. Ich hatte vorher schon diese elektronische Immigration gemacht. Leider hat der QR-Code nicht funktioniert und somit bin ich von der ersten in der Schlange ganz nach hinten gerückt, weil ich dann erstmal nochmal das Papier ausfüllen musste. Das findet ihr übrigens, falls ihr in Shenyang mal landen solltet, direkt an der Immigration. Da sind so kleine Zettelchen. Habt auf jeden Fall einen Stift dabei, weil alle müssen das dann ausfüllen. Und dann braucht ihr die Kontaktdaten, falls ihr von jemandem eingeladen wurdet. Das war bei mir der Fall. Ich bin ja auf eine Hochzeit geflogen. Deswegen habe ich dort die Kontaktdaten eben von meinem Bekannten eingetragen und noch die Hoteldaten, wann ihr einreist und wann ihr ausreist. Dann stand ich eben ganz hinten und es ging gar nicht vorwärts. 7:10 Uhr war bei mir Boarding. Um 7 Uhr stand ich immer noch in der Immigration. Das heißt, ich bin durch diese Immigration durchgerast. Gott sei Dank haben sie mich schnell durchgewinkt. Hab meine Koffer vom Band geschnappt, bin weitergerannt. Gott sei Dank ist das dort alles nicht so weit. Man muss dann einfach nur geradeaus weiter durch und kommt dann zu einem kleinen Counter. Dort habe ich wieder eingecheckt in den nächsten Flug und bin dann wie Speedy Gonzales zu meinem Flug gerannt, um den noch zu kriegen. 7:50 Uhr war Abflug, 7:40 Uhr saß ich dann endlich in dem Flieger. Also ihr könnt euch vorstellen, ich war erstmal durch. Ich habe dann erstmal ganz entspannt auf meinem Sitz gesessen und habe erstmal nichts gemacht. Der nächste Flug war auch nur 2 Stunden, das war also ein bisschen entspannter. Am Flughafen, dann in Ningbo endlich angekommen, hat mich der Bräutigam auch ganz freundlicherweise am Flughafen schon abgeholt und hat mich dann erstmal zu sich mit nach Hause genommen. Dort habe ich seine Familie kennengelernt, habe meine Freundinnen wieder gesehen, mit denen ich hätte eigentlich fliegen sollen, schon ein bisschen vorher. Das war natürlich super, dass wir da noch ein bisschen Zeit dann verbringen konnten. War natürlich noch kein Ende in Sicht, denn es ging direkt weiter. Ich bin Freitag angekommen. Ich habe natürlich nicht geschlafen im Flugzeug, also ich war dann schon so um die 24, 25, 26 Stunden wach. Und dann ging es aber schon weiter. Wir sind in ein Hochzeitshotel gefahren. In diesem Hotel würde dann am nächsten Tag meine Freundin vom Bräutigam quasi geholt werden. Der musste aber erstmal an uns vorbei. Und was genau da passiert ist, seht ihr im nächsten Video, weil diese Hochzeit braucht ein eigenes Video. Das kann ich nicht jetzt zwischen reinschneiden, denn da ist so viel passiert. Seid gespannt, das wird crazy. Nach dem Einchecken sind wir erstmal eine Runde spazieren gegangen, haben uns ein bisschen am Wasser entlang gehangelt, haben ganz viele Essensbuden gesehen, haben uns die Lichter angeguckt. Hier sei dazu gesagt, die großen Lichter an den Gebäuden, die werden gegen 22 Uhr abgeschaltet. Das heißt, falls ihr
mal schöne Lichter sehen wollt, empfehle ich euch, macht das vor 22 Uhr, denn sonst ist es zappeduster. Von unten. Ja, die soll ja auch immer drin.你曾拥有最美的爱情，每天都在说。 In diesem Teil von Ningbo kann ich euch auch nur empfehlen, nehmt euch 1-2 Tage Zeit, geht am Tag, geht in der Nacht mal dorthin. Dort gibt es alles, was das Herz begehrt. Es gibt Bars, es gibt Restaurants, Cafés, man kann schlendern, man kann einkaufen. Also da ist wirklich ganz, ganz viel dabei. Nach unserem kleinen Spaziergang ging es dann zurück ins Hotel. Dort haben wir uns dann Bett fertig gemacht, weil ich war dann zu dem Zeitpunkt auch schon so um die 36 bis 38 Stunden wach. Also ich war ein bisschen müde. Es war dann irgendwann 23 Uhr. Da sind wir dann ins Bett gegangen, damit wir am nächsten Morgen um 5 Uhr wieder aufstehen können, denn da ist das Hochzeitsspektakel losgegangen. So, das war's mit meinem ersten Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr konntet das ein oder andere mitnehmen, denn darum geht's in meinem Kanal. Ich möchte euch schöne Winkel dieser Welt zeigen, euch kulturell vielleicht auch ein bisschen aufklären, euch die Angst vor manchen Reisen auch nehmen. Das heißt, ich zeige euch dann auch den ein oder anderen Trick, wie ihr zum Beispiel in China ein Taxi bestellt. Wenn euch dieser Content gefällt, vergesst bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Das könnt ihr hier unten machen. Macht gerne die Glocke an, dass ihr auch immer informiert werdet, wenn von mir Videos kommen. Und seid gespannt auf das nächste Video. Ich sage euch eins, es gibt viele Hochzeitskleider, es gibt viele Locations und ganz viel Essen. Macht's gut und bis bald!